Angekommen im libanesischen Dorf wurden wir von einer Gruppe Schmuggler empfangen. Nachdem sie von meinen Begleitern gehört hatten, was sich zwischen ihnen und der libanesischen Armee zugetragen hatte, bestätigten sie, dass meine Einschätzung der Armee zu etwa 90% zutraf und es keinen Grund zur Sorge gebe. Ich blieb 2 Tage bei ihnen und schließlich brachten sie mich fürsorglich und höflich ins Herz von Beirut. Von dort aus zog ich mich in eine malerische Touristenregion im Libanongebirge zurück, wo ich das Gefühl hatte, dem Lärm des Lebens und dem Albtraum des Krieges in eine Oase poetischer Ruhe entflohen zu sein. Ich mietete ein Zimmer in einem bescheidenen Hotel, das meinem sparsamen Budget entsprach. Beim Check-in überreichte ich dem Hotelmanager meinen Personalausweis sowie meinen syrischen Reisepass, der aufgrund meiner langen Verweigerung des Wehrdienstes abgelaufen war. Der Manager kopierte meine Papiere und gab mir die Originale zurück. Etwa 1,5 Jahre lebte ich im Hotel und bewegte mich völlig frei. Ich ging auf Märkte, kaufte ein, was ich brauchte und verspürte bei keinerlei Angst. Mein Wohnort lag in der Nähe von Dahia, einer schiitischen Gegend, die für ihre Fleischgeschäfte bekannt war. Damals dachte ich, dass ich das Fleisch ausschließlich aus dieser Stadt beziehen müsste, da die Tiere dort nach islamischem Recht geschlachtet werden. Das war, bevor ich den Koran studierte und herausfand, dass ein Muslim Fleisch von überall kaufen kann und es im Islam keine spezifische Methode für das Schlachten von Tieren gibt. Die Reise, um Fleisch zu kaufen, dauerte hin und zurück etwa 4 Stunden. Ehrlich gesagt war diese Reise ein erfrischender Ausflug für mich, mit alten, charmanten Bussen geschmückt mit einer Brise frischer Luft. Andere Einkäufe tätigte ich auf dem lokalen Gemüsemarkt wie ein gewöhnlicher Bewohner. Die Monate vergingen in diesem Zustand der völligen Sicherheit. Eines Tages, während ich auf dem Gemüsemarkt umherging, traf ich einen jungen Syrer, der dort arbeitete. Er erzählte mir von einer neuen Regelung für diejenigen, die illegal in den Libanon eingereist waren. Er sagte, wenn du zur Polizeistation gehst, regeln sie deinen Status und machen dich zum legalen Einwohner. Die Idee erfreute mich, aber Vorsicht war geboten. Vielleicht arbeitete er mit der Polizei zusammen, vielleicht wollte er mich einfach nur warnen. Ich war unsicher, dachte mir aber, warum nicht? Es klingt vernünftig, besonders da die Libanesen wissen, dass viele Syrer hier sind. Es wäre normal, eine legale Lösung für diese syrische Krise zu finden. Mit äußerster Gelassenheit ging ich zur Polizeistation, als würde ich mir eine Tasse Kaffee bestellen und nicht etwa meine illegale Einreise erklären. Die Polizeistation befand sich in einer touristischen Gegend, die von unseren christlichen Brüdern dominiert wurde, weshalb die Polizeibeamten dort Christen waren. Der Libanon ist wie ein Kuchen aufgeteilt und jede Region hat ihre eigene konfessionelle Farbe. Ich betrat die Station, schilderte meine Geschichte ausführlich und beantragte die Legalisierung meines Aufenthalts. Der Polizist, der mir zuhörte, sah mich an, als ob ich gerade vom Mars herabgestiegen wäre. Er konnte sich nicht zurückhalten und sagte, das ist das erste Mal, dass so etwas passiert. Dass jemand aus freien Stücken zu uns kommt, nachdem er illegal ins Land eingereist ist. Der Polizist verschwand, um mit einem Kollegen zu sprechen, der wiederum zum Abteilungsleiter ging. Dieser verlangte, mich persönlich zu sehen. An jenem Tag fand ich mich plötzlich 5 oder 6 Polizisten gegenüber, die alle wissen wollten, aus welcher Welt ich zu ihnen gefallen war. Sie stellten mir Fragen, als würden sie eine einzigartige biologische Spezies studieren, und ich antwortete ihnen ruhig, das habe ich verstanden, ich sollte kommen und meinen Status legalisieren. An diesem Tag fanden zahlreiche Telefonate statt und die Sache dauerte mehrere Stunden, bis schließlich eine Entscheidung aus der Hauptstadt Beirut eintraf. Bringt ihn nach Beirut. Damit begann ein neues Kapitel der Geschichte. Während der Telefonate hörte ich einen der Polizisten mit einer syrischen Behörde sprechen und sagen, wir haben hier jemanden, der aus Syrien geflohen ist, mit diesem und jenem Hintergrund. Wenn ihr wollt, können wir ihn euch übergeben. Es war kein Scherz, sondern die Lage war ernst. Und das Gespräch am Telefon war eindeutig. Es bestand die Möglichkeit, dass ich nach Syrien zurückgeschickt würde. Und es war allgemein bekannt, was die syrische Regierung mit einem Deserteur anstellt, der zurückkehrt. Natürlich hätten sie von mir eine dramatische Reaktion erwartet. Weinen, schreien oder ähnliches. Doch ich blieb völlig ruhig und lächelte.
Das Mindeste, was ich in dieser Situation erwartet hätte, war, dass sich alles in ein Horrorszenario verwandelt. Doch, wie man so sagt, tat ich das, was meinem Herzen entsprach, und es kam mir nicht einmal in den Sinn, dass ich zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen hätte treffen sollen, bevor ich das Polizeirevier betrat. Hätte ich daran gedacht, hätte ich sicher mehr Vorkehrungen getroffen. Aber es war der Wille Gottes, und alles, was Gott für uns bestimmt, dient letztlich unserem Wohl, ob wir die Weisheit dahinter schnell erkennen oder erst viel später. Sogar ein Sünder, dem Gott eine Strafe auferlegt, wird auf eine Weise geführt, die seine Sünden tilgt. Während dieses angsteinflößenden Telefongesprächs begann einer der Beamten spontan mit mir zu plaudern. Ich nutzte die Gelegenheit, um mit ihm über den Glauben zu sprechen und darüber, dass alles in Gottes Hand liegt und gemäß seinem Willen geschieht. Alle um mich herum waren Christen und sie sahen, dass meine Ruhe keinen Moment nachließ. Ich lächelte und sprach mit ihnen ohne jegliche Spur von Aufregung, selbst nachdem die Entscheidung fiel, mich ins Gefängnis von Beirut zu bringen. Das war für sie so erstaunlich, dass einer von ihnen überrascht und spontan sagte: »Kann es sein, dass du lächelst, während wir dir sagen, dass du ins Gefängnis gehst?« Ich lächelte und antwortete: »Nun ja, alles, was einem Menschen widerfährt, obwohl es nicht seinem Willen entspricht, ist letztlich ein Segen von Gott. Gott sei Dank. Ich kann nichts weiter tun, warum sollte ich also traurig sein?« Dann kam ein Polizist, um mir Handschellen anzulegen und sagte entschuldigend: »Entschuldigung, Herr, ich bin leider gezwungen, Ihnen Handschellen anzulegen.« Ich lächelte und scherzte im ägyptischen Dialekt: »Kein Problem, ich sehe dann aus wie in den ägyptischen Filmen.« Gottes Gnade hatte in ihre Herzen Liebe für mich gepflanzt, so dass sie mir die Handschellen mit ungewöhnlicher Zuvorkommenheit anlegten, fast so, als wäre der Polizist ein Reiseleiter, der mir die Handschellen als Souvenir am Ende der Reise überreicht. Als ich in das Polizeiauto einstieg, wandte sich einer der Beamten an mich und sagte: »Bei Gott, ich möchte unbedingt wissen, wie deine Zuversicht in Gott ausgeht. Bitte versprich mir, dass du mir erzählst, was passiert, wenn du aus dem Gefängnis kommst.« Ich versprach ihm, es zu versuchen, falls die Umstände es erlaubten. Wir erreichten das Gefängnis von Beirut, und als ich eintrat, bat ich einen Polizisten um die Erlaubnis zu beten. Er erlaubte es mir. Ich betete direkt auf dem Boden, ohne Teppich oder ähnliches, und danach führte man mich durch den Gang mit den Gefängniszellen. Die Atmosphäre dort war düster, aber Gott gab mir die Fähigkeit, mich anzupassen, sodass der Boden des Gefängnisses trotz seiner kalten Härte wie der Schoß einer liebevollen Mutter wirkte. Ich bemerkte, dass die Toiletten nicht beleuchtet waren. Da ich von Natur aus ein großer Sauberkeitsfanatiker bin, fragte ich mich, wie ich die Toilette im Dunkeln benutzen sollte. Die Lösung schien mir einfach. Ich beschloss, auf Essen zu verzichten, um nicht zur Toilette zu müssen. Sicher, das war keine wissenschaftliche Entscheidung, aber ich dachte bei mir, ich werde 2 oder 3 Tage fasten, das wird meiner Gesundheit nicht schaden. Im Gefängnis traf ich auf junge Syrer, die gemeinsam beteten. Nach dem Gebet setzte ich mich zu ihnen und begann wie gewohnt über religiöse Themen zu sprechen und über Gottes Weisheit nachzudenken. Ich sagte zu ihnen: Seht ihr das Gefängnis, in dem wir uns jetzt befinden? Auch Josef, der Gerechte, war eingesperrt. Und gibt es eine schönere Geschichte als die von Josef? Sein Gefängnis war eine Gelegenheit, Belohnungen zu verdienen, denn er sprach mit seinen Mitgefangenen über den Glauben. Unsere Versammlung hier ist also eine gute Tat. Sie wird für uns wie ein Beginn eines großen Segens sein, so wie es für Josef war, der das Gefängnis verließ, um Minister des Königs zu werden. Als ich meine Geschichte den jungen Männern im Gefängnis erzählt hatte, sahen sie mich an, als hätte ich ihnen eine sagenhafte Geschichte erzählt. Jeder von ihnen gab seine Meinung ab, als wären sie ein Team von Wahrsagern, das versucht, mein Schicksal vorherzusagen. Einer sagte mit überzeugtem Tonfall: Du wirst mindestens 3 Jahre im Gefängnis bleiben. Ein anderer, etwas optimistischer, meinte: Vielleicht wirst du nur ein paar Monate inhaftiert. Und der freundlichste und einfühlsamste von ihnen nickte und sagte: Wahrscheinlich reichen 3 Monate als Strafe für dein illegales Betreten des Landes aus. Ihre Erwartungen basierten auf ihrer Erfahrung, und man könnte fast meinen, dass diese Erwartungen wie gerichtliche Urteile klangen. Ehrlich gesagt, ich hätte mich mit 3 Monaten Gefängnis zufrieden gegeben. Das wäre besser gewesen als mehrere Jahre.
Doch Gott hatte einen anderen Plan. Nachdem ich gegen 6 oder 7 Uhr abends im Gefängnis von Beirut angekommen war, verbrachte ich dort keine 24 Stunden. Um 9 Uhr morgens hörte ich die Worte, die ich als die schönste Nachricht meines Lebens empfand. Lassen Sie ihn frei. Wie es dazu kam, hatte mit Dingen zu tun, von denen ich vorher nichts wusste. Der Hotelbesitzer, bei dem ich wohnte, hatte, wie er mir später sagte, hochrangige Kontakte, darunter einen Sicherheitschef. Merkwürdigerweise brachte er mir großen Respekt entgegen, ohne dass ich wusste, warum. Ich vermutete, dass es daran lag, dass ich oft Streitigkeiten unter den Hotelgästen schlichtete. Wenn es zu familiären Auseinandersetzungen kam, fand ich mich automatisch in der Rolle des Friedensstifters wieder, entlastete damit das Hotel und seinen Besitzer und wurde fast wie der inoffizielle Bürgermeister des Ortes betrachtet. Am nächsten Tag wurde ich gegen Mittag entlassen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich zur Polizeistation zurückging, um unseren christlichen Brüdern zu erzählen, was passiert war, wie es ein Polizist vorgeschlagen hatte. Doch das Erstaunlichste war, was der Hotelbesitzer mir nach meiner Freilassung sagte. Ich möchte nur eines verstehen. Wie ist es möglich, dass du illegal eingereist bist und 8 Monate in meinem Hotel gewohnt hast, ohne dass die Polizei dich aufgespürt hat? Mit dem Ton eines verwunderten Ermittlers fuhr er fort. Ich habe gleich bei deiner Ankunft eine Kopie deines Ausweises an die Polizei geschickt. Hätten sie etwas Verdächtiges gefunden, wären sie spätestens nach 2 oder 3 Tagen gekommen. Aber 8 Monate? Wie ist das möglich? Ich erklärte ihm ruhig, das ist Gottes Gnade. So wurde mir Gutes zuteil.